Ja, servus meine Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute backen wir Muffins, die es noch nie gegeben hat. Da bin ich mir sicher. Ja, und für den Teig, da geben wir erstmal Mehl, Stärke, Salz und Backpulver in eine Schüssel und verrühren das Ganze. Ja, ihr fragt euch sicherlich, was ist das für ein Teig? Ja, und der Teig ist genau der gleiche Teig eigentlich, mit dem ich den japanischen Käsekuchen gebacken habe. Und für diesen müssen wir auch die Eier trennen, sprich 4 Stück, getrennt in Eigelb und Eiweiß. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ganz einfach, ich habe noch Teig übrig gehabt beim letzten japanischen Käsekuchen und hab den einfach in diese Muffinsform hineingegeben und einfach mitgebacken. Und die wurden wirklich fantastisch lecker. Und traditionell bei jedem japanischen Käsekuchen müssen wir Milch in ein Wasserbad erhitzen, geben den Frischkäse hinzu und noch die Butter. Ja, und wenn das Ganze dann fast schon alles geschmolzen ist, dann nehmen wir es einfach wieder aus dem Wasserbad heraus und lassen es stehen. Und für den Vanillegeschmack nehme ich dieses Mal Vanillebutter. Ja, ein halbes Fläschchen. Nun gut, während die Milch-Käse-Mischung jetzt abkühlt, können wir ja schon mal die Eigelbe schön cremig schlagen. Ziemlich lange, weil wir haben ja Zeit. Ja, dann können wir natürlich das Ganze schön zusammenbringen, indem wir die Milch-Käse-Mischung unterrühren. Und gleich danach sieben wir dann schon die Mehlmischung auch hinein und rühren das auch von Hand schön langsam unter. Ganz klar, das Ziel muss es sein, dass keine Klumpen entstehen. Das wäre echt tödlich. Wir stellen das Ganze kurz beiseite, weil wir kümmern uns jetzt um die Eiweiße, weil die schlagen wir jetzt zu Eischnee. Nach ein paar Minuten können wir dann schon den Zucker hinzugeben, den Puderzucker. Und das Ganze wird dann richtig schön fein und genau so möchten wir es haben. Auch geben wir den Zucker nicht alles auf einmal hinzu, sondern schrittweise. Jetzt muss der Eisschnee jetzt nicht unbedingt richtig fest sein, sondern er kann auch cremig sein, cremig und richtig fein. Und den rühren wir jetzt unter. Und das natürlich vorsichtig und nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt. Und wenn es dann schön richtig cremig aussieht, aber noch flüssig ist, dann ist es genau richtig. Dann hat es genau die richtige Konsistenz. Weil jetzt kommt der Teig in die Muffinform, aber natürlich haben wir da schon Papierförmchen hineingetan vorher. Weil ohne die wird es überhaupt nicht gehen, sonst kriegen wir später nachher die Muffins gar nicht mehr aus der Form heraus. Und wichtig ist auch hier, dass wir die Förmchen bis an den Rand auffüllen. Natürlich haben wir da schon den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Weil dann kommen jetzt die Muffins in den Ofen hinein für 25 Minuten. Aber immer ein Auge drauf haben, ja, weil sonst werden sie eventuell zu braun. Und ihr werdet feststellen, sobald ihr die Muffins draußen habt, werden sie einfallen. Aber das ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Das passiert jedes Mal und das können wir auch nutzen, indem wir die Mulde für fruchtige Sachen ausnutzen. Zum Beispiel gekochte Erdbeeren, die wir mit Zucker versetzen und danach pürieren. Damit das Ganze nachher noch ein bisschen fest wird, geben wir noch Gelatine hinzu, zu den gekochten Erdbeeren.
Und mit den pürierten Erdbeeren füllen wir jetzt die Mulde auf. Und ihr müsst mir echt zustimmen, das sieht doch richtig interessant aus. Natürlich kann man noch mit ganz anderen Sachen die Mulde auffüllen. Da ist man total frei. Man kann der Fantasie freien Lauf lassen. Dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit zum Abkühlen. Am besten geben wir das Ganze in den Kühlschrank, stundenlang. Und dann holen wir das Ganze wieder raus und dann können wir das Ganze schon mal probieren und verspeisen. Natürlich holen wir das Ganze dann erstmal aus der Muffinform heraus. Entfernen das Backpapier und dann schneiden wir das Ganze mal auf, um zu sehen, wie sieht denn das aus. Und das sieht richtig gut aus. Der Teig ist richtig locker und das fruchtige Topping ist auch fabelhaft. Ich möchte es gar nicht mehr anders haben. Also, probiert's einfach mal, versucht's und schreibt mir, wie es geworden ist. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Dobbys Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Bleibt gesund und bleibt am Ball. Tschüss, bis zum nächsten Mal.